Servus Leute, heute haben wir was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Aber schauen wir zuerst mal, wo mein Bruder ist. Mann, das kann ja nicht wahr sein, Alter. Schaut ihn euch mal an. Ist eingepennt, der Penner. Hey Alter, wach endlich auf. Träumst wieder von deinen langen blonden Haaren oder was? Bruder, voll eingeschlafen. Ja, Alter, jetzt komm, wach auf. Wir müssen jetzt endlich den Home Trainer vorstellen, den wir von Jesol bekommen haben. Stimmt, ja. Ja, jetzt wird endlich mal wach. Junge, Alter. Geht's noch? Ja. Gut. Gut geträumt? Sehr gut sogar, ja. 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 Ausgepowert. Ja, ich will gar nicht wissen, von was er geträumt hat, aber ich kann es mir schon vorstellen. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Ana Rides. Wir hoffen, ihr hattet einen guten Rutsch ins neue Jahr, schöne Weihnachten und erholsame Feiertage. In diesem Video haben wir was ganz Besonderes vorbereitet für euch, genau passend jetzt zu dieser kalten Jahreszeit. Mehreres wird euch mein Bruder Ahmed sagen. Ja, herzlich willkommen zurück, Amir, an dieser Stelle. In den letzten paar Videos war er absent, aber jetzt ist er wieder da, voll im Umfang. Auch an dieser Stelle von mir ein schönes neues Jahr. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch und schöne Feiertage. Wir haben heute von der Firma Jesol einen Fahrrad-Home-Trainer bekommen, den wir euch heute näher vorstellen wollen. An dieser Stelle auch vielen Dank an Jesol, dass sie unser Video gesponsert haben und dieses Fahrrad zur Verfügung gestellt haben. Dieses wollen wir euch heute im Detail vorstellen. Ihr bekommt wie gewohnt unsere ungefilterte, ehrliche Meinung. Da lassen wir uns nichts vorgeben. Wir sagen genau das, was wir dazu meinen, unabhängig davon, ob es gesponsert ist oder nicht. Aber an dieser Stelle müssen wir erwähnen, das Fahrrad war kostenlos und das Video ist gesponsert. Was haben wir hier? Einen kostengünstigen Home-Trainer und Näheres dazu seht ihr gleich in unserem Testbericht im Voiceover. So, wir öffnen das Paket und zwar hat sich Jesol was Tolles einfallen lassen. Und zwar öffnen wir den oberen Deckel, rotieren das Paket einmal und öffnen den zweiten Deckel. Und somit sollte der ganze Karton einfach gerade rauszunehmen sein. Tada! Das Herzstück, das Fahrrad. Das sind die Pedale. Nur für rückwärts und für große Füße. Das kommt auf jeden Fall ins Video. Dann befreien wir uns mal von diesem Verpackungsmaterial. Machen wir ein bisschen sauber. Auch wenn ich mir von der Kälte nicht vorschreiben lassen möchte, ob ich Fahrrad fahren kann. Oh. Sehr rutschig. Nicht zu empfehlen. Hat so ein Home-Trainer doch seine Vorzüge, wenn draußen Glatteis herrscht. Hier haben wir nun sämtliche Bestandteile, die wir für den Zusammenbau benötigen. Im Paket befindet sich außerdem eine gut verständliche Anleitung sowie das benötigte Werkzeug. Der Zusammenbau war sehr einfach, ging flott vonstatten und war nach ungefähr 30 Minuten erledigt. Es ist daher unnötig, dass wir euch das hier Schritt für Schritt zeigen. Auf dem YouTube-Kanal von Jesol gibt es dazu bereits ein sehr gutes Video. Der einzige Punkt, den ich hier erwähnen muss, ist das Display. Wir haben den Bildschirm jetzt montiert und eine kleine Info für euch, bevor ihr jetzt die Lautsprecher montiert, habt ihr unterbei ein paar Optionen zum Einstellen der Sprache, der Angabe von entweder Kilometer oder Meilen pro Stunde. Das könnt ihr alles dann ändern, bevor ihr die Lautsprecher montiert, sonst müsst ihr die Lautsprecher wieder abmontieren. Wichtig dabei ist auch, dass das Handy verbunden ist mit dem Kabel, sonst funktionieren die Einstellungen nicht. Das ist ein wenig schade, aber nach der Ersteinrichtung braucht man die Tasten in der Regel ohnehin nicht mehr. Alles schon und gut, aber warst du mit dem Fahrrad einkaufen? Gut, ja?
Nun stand das Teil fertig zusammengebaut vor mir und ich musste ehrlich sagen, als wir von Jesol die Anfrage erhalten haben, fragte ich mich, ob ein Hometrainer für mich überhaupt noch sinnvoll ist. Mein Stepper und mein Laufrad dienen mittlerweile mehr als Kleiderständer denn als Trainingsgeräte. Irgendwie gewinnt immer der innere Schweinehund und nach anfänglicher Motivation sinkt die Kurve schnell ins Bodenlose. Jesol ist sich dessen durchaus bewusst, weshalb hier nicht nur monoton in die Pedale getreten wird, ihr bekommt zusätzlich eine App mit unzähligen Kursen, die euch pushen und motivieren. Euer Fortschritt wird jedes Mal aufgezeichnet, ihr sammelt Abzeichen, seht Leaderboards, könnt eigene Musikplaylists während des Trainings verwenden, ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Es wird viel getan, um euch bei der Stange oder besser gesagt bei den Pedalen zu halten und echtes Studio-Feeling aufzubauen. Hi, welcome. My name is Coach Maggie. Thank you for joining me today for this 30-minute positive vibes ride. Der einzige Wermutstropfen, die Trainer sprechen nativ nur Englisch und die deutsche KI-Synchronisation lässt leider sehr zu wünschen übrig. Hallo und willkommen. Dies ist eure 15-minütige Express-Komfortfahrt. Ich bin Coach Katie. Danke, dass ihr auf eure Räder gestiegen seid. Manchmal ist es wirklich schwer, sogar 15 Minuten frei zu schaffen. Zum Jahresende habe ich mir, wie viele andere auch, vorgenommen, zumindest in den kalten Monaten mehr für meine Fitness zu tun, da ich beruflich den ganzen Tag im Sessel verbringe und hauptsächlich meine Fingerkuppen strapaziere. 3, 2, 1 und go! Der Jesol Home Trainer kam dafür genau zur richtigen Zeit, denn Fahrradfahren im Freien ist, wie ihr gesehen habt, momentan eher selten angenehm. Oh, okay, dann lieber zu Fuß. Nachdem ich die App installiert und eingerichtet habe, war das Koppeln mit dem Fahrrad ganz easy. Ihr müsst lediglich das mitgelieferte HDMI auf USB-C oder Lightning-Kabel mit eurem Handy verbinden und das Mirroring aktivieren. Einer der größten Vorteile des Bildschirms ist, dass ihr alles von eurem Smartphone spiegeln könnt. Hey, wenn du mal kurz Zeit hast, dann hör auf meine Möpse zu starren. Filme schauen, Musik hören, shoppen oder sogar eine komplett andere Trainings-App nutzen. Ihr seid nicht auf das Jesol-Ökosystem limitiert. Natürlich habe ich zuerst die Jesol-App selbst ausprobiert. Die kostenlose Variante taugt allerdings eher zum Reinschnuppern, da nur wenig Kurse verfügbar sind. Es gibt ein 14-tägiges kostenloses Probeabo, danach kostet die Mitgliedschaft entweder 13 € monatlich oder 70 € jährlich. Immer noch günstiger als bei der Konkurrenz. Wie bereits erwähnt, ihr müsst die App nicht verwenden und könnt auch andere Dienste, wie zum Beispiel die Peloton-App nutzen. Die Kurse sind sehr abwechslungsreich gestaltet und die Auswahl ist riesig. Besonders gut hat mir die Weltansicht gefallen, in der ihr an exotischen Orten Fahrrad fahren könnt. Dabei passt sich die Videogeschwindigkeit eurer Trittfrequenz an, so dass ihr besser ins Geschehen eintauchen könnt. Leider lässt die Videoqualität hier und da zu wünschen übrig, was hoffentlich noch verbessert wird. Neben Radfahren könnt ihr auch andere Aktivitäten wie Laufen, Rudern oder Yoga auswählen. Persönlich hat mich die App aufgrund der schlechten deutschen Synchronisation und der mäßigen Videoqualität nicht vollständig überzeugt, auch wenn sie natürlich funktional ist. Umso besser steht dafür das Fahrrad selbst da. Es ist dank magnetischem Widerstand flüsterleise und die vielen Einstellungsmöglichkeiten bieten jedem Fahrer eine bequeme Sitzposition. Apropos Sitz, der Sattel ist recht komfortabel, trotzdem wird es nach etwa einer halben Stunde im unteren Bereich etwas taub. Dieser lässt sich aber problemlos gegen einen ergonomischeren austauschen. Das gleiche gilt für die Pedale. Sie besitzen ein Standardgewinde und können ebenfalls leicht gegen hochwertigere Modelle gewechselt werden. Die Verarbeitung des Fahrrads wirkt sehr hochwertig. Ich bin zwar kein Experte, aber es klappert nichts, man sitzt stabil und die Schweißnähte weisen keine scharfen Kanten auf. Der 21,5 Zoll Full HD Bildschirm ist vollkommen ausreichend und lässt sich neigen sowie seitlich schwenken, so dass man ihn auch für andere Inhalte nutzen kann. Schade nur, dass er kein Touchscreen ist. Meine Finger wandern instinktiv zum Display, wenn ich eine Einstellung ändern möchte. Abgerundet wird das Ganze von einer Bluetooth-Soundbar. Mit 6 Watt reißt sie keine Wunder, klingt aber ordentlich und erfüllt ihren Zweck mehr als ausreichend. Pushing against those handlebars. 1, 2, 1, 2. Head up. Want to make sure we can get those nice deep breaths through the nose, out through the mouth. Alles in allem ein sehr solides und respektables Gesamtpaket, vor allem für den vergleichsweise geringen Preis. Dieses Fahrrad muss sich vor einem Peloton keineswegs verstecken. Wer keine Lust auf ein geschlossenes System hat und nicht das Dreifache ausgeben möchte, kommt mit dem Jesol Bike trotz der genannten Abschwächen voll auf seine Kosten. Ich persönlich werde das Fahrrad weiterhin nutzen, allerdings in Kombination mit der Peloton App, da diese ausgereifter ist und Kurse auf Deutsch bietet. Ob ich die anfängliche Motivation langfristig beibehalten kann, wird letztendlich nur die Zeit zeigen.
Ja, wir sind jetzt auch am Ende unseres Videos angelangt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst doch bitte einen Kommentar da und ein kostenloses Abo. Wir würden gerne von euch wissen, wie ihr den Home Trainer hier findet. Schreibt doch einfach 1 oder 2 Kommentare. Des Weiteren haben wir einen superklasse Gutschein für euch. Da erzählt euch mein Bruder auch mit mehr. Genau, von Jesol haben wir einen Gutschein bekommen. Ihr könnt 100 € sparen, falls ihr euch den Home Trainer von Jesol besorgen wollt. Mit dem Gutscheincode ARNA100 könnt ihr 100 € auf euren Einkauf sparen. Den Link zu diesem Home Trainer findet ihr unten in der Beschreibung. Wie auch jedes Mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie mein Bruder gesagt hat, lasst ein Like da, einen Kommentar, was ihr von diesem Home Trainer haltet. Das würde uns sehr, sehr freuen, eure Meinung zu hören. Ja, und bis zum nächsten Mal, euer Arna Rides Team.